klar guckt man da ständig irgendwie auf den Markt, wer hat gerade das beste Produkt für die Funktionalität, die wir da eben haben wollen. Ne? Deswegen lösen wir uns da eben auch ganz bewusst von Produkten, die es aktuell gibt, sondern denken eher ein Stück visionärer vielleicht. Und wenn dann natürlich ein Hersteller kommt, der genau diese Vision irgendwann erfüllt, dann hat man tatsächlich dieses Aha. Es ist natürlich eine tolle Funktionalität, diesen Gong einmal auch hier in diesem Raum zu hören. Also wir befinden uns hier, wie gesagt, im Plenarsaal und es ist mit Abstand auch der komplexeste Raum in diesem Gebäude. Es ist von der Technik her sehr, sehr viel unterschiedliche Hersteller, die hier in einem System sich wiederfinden, die Vernetzung auch da geboten werden muss. Auf den anderen Ebenen haben wir eher standardisierte Räume, unterschiedliche Raumtypen, von Hybrid über Reihenkonferenz bis hin zu mobil. Wir haben noch ein Digital Signage-System über die Etagen hinweg, die Nutzer und Besucher hier im Gebäude auch ein bisschen führt und im Endeffekt auch dem Besucher aufzeigt, wo er sich gerade befindet und wo er gegebenenfalls auch hin möchte. Aber der Plenarsaal an sich ist der mit Abstand komplexeste und aber auch schönste Raum, weil er auch die meiste Technik zeigt. Also die Anforderung von Kundenseite war halt eben einfache Technik mit einfacher Handhabung für die Konferenzräume mit Teams-Nutzung. Das heißt, es sollte wirklich ein in jedem Raum wiederkehrendes Konzept sein, das mit wenigen Handgriffen halt eben die Leute in einen Teams-Call und in eine Präsentation versetzen konnten. Mit der Technik, die Leute halt eben zur Verfügung haben und halt auch kennen, ohne sich irgendwo groß anmelden zu müssen, sondern einfach, sie kommen in den Raum und betätigen die Technik und alles sollte dann so weit wie möglich automatisch laufen. In dem Projekt, also es gibt immer das Produkt, was zu einem Projekt passt für uns als Planer. Und in dem Fall war es einfach so, dass Q-SYS hier natürlich das passende Puzzleteil war, ne, was wir einfach brauchten, weil Q-SYS kommt halt vom Audio und hier haben wir halt integriert Audio mit Video in einem System, Steuerung noch mit dabei. Genau das haben wir hier gebraucht, das hat quasi gepasst. Das Augenmerk ist natürlich schon, das so einfach wie möglich für den Nutzer zu halten, für den, ich sag mal, Tagesnutzer auch mit einer gewissen Anzahl von Presets zu arbeiten, die wir im Vorhinein in der Planung schon mit dem Nutzer abgestimmt haben, im Endeffekt auch vorprogrammiert haben, in einem Pflichtenheft auch dargestellt haben, um den Nutzer abzuholen, den Nutzer aufzuzeigen, was für Möglichkeiten bestehen. Aber zusätzlich auch für Großveranstaltungen, die regelmäßig stattfinden, mit einem Regieplatz, dann zusätzliche Technologien zu bieten, dass dann auch mal ein Videotechniker oder ein Audiotechniker noch die Technik erweitert nutzen kann, individuell. Und das bietet dieser Raum, das bieten aber auch die Vielzahl an weiteren Räumen, wo wir durch die zentrale Steuerung eben die Möglichkeit haben, auch Signale von hier in weitere Räume zu übertragen mittels der NV-Technik oder halt umgekehrt aus Besprechungsräumen auch mal ein Signal hier in den Plenarsaal zu übertragen, falls die Räumlichkeiten von der Größe halt mal nicht ausreichen. Der Nutzer hat also wirklich eine sehr, sehr hohe Flexibilität im Verbund und das ist, glaube ich, auch eine Besonderheit, die wir hier in diesem Projekt erschaffen durften zusammen mit QSC. Wir nutzen in dem Fall die QSC Touchpanels auch als Türbeschilderung und als Raumbuchungssystem, das angebunden ist an die IT-Umgebung der IHK und die Nutzer sozusagen nicht nur im Raum ein Touchpanel wiederfinden, sondern auch noch außen an der Tür als Beschilderung. Ja, die Herausforderung dabei war, dass die IHK-Sicherheitsrichtlinien halt eben eine sehr große Rolle spielen und mit Teams Rooms und die Verknüpfung zwischen dem IHK-Netzwerk und dem Medientechnik-Netzwerk, das als autarkes Netzwerk hier im Haus arbeitet, das war halt ein bisschen schwierig, da dem entsprechenden Institut mitzuteilen, welche Ansprüche wir haben. Ist aber, wie ich jetzt erfahren habe, Stand diese Woche endlich am Laufen und funktioniert auch und entspricht auch allen Sicherheitsrichtlinien. Hat ein bisschen gedauert, aber jetzt können wir halt eben wirklich auch im Januar alle abschließenden Arbeiten machen. Und dann hat jeder Besprechungsraum ist dann ein IHK-Mitarbeiter, also ein Teams-Client, der halt eben zu jeder Besprechung dann eingeladen werden kann. Das heißt, jede Abteilung ist in der Lage, sich seinen Besprechungsraum hinzu einzuladen und von dort aus dann einen Teams-Call zu machen. Das ist halt auch wichtig, dass die IHK da ein positives Feedback gekriegt hat und toi toi toi,
eigentlich wäre meine Betreuung nie notwendig gewesen, weil die Anlage halt wirklich stabil läuft.